Ziehst du echt weg, nur weil hier gerade alles nervt? Warte kurz. Heute lernst du auf B2-Niveau, wie du klug abwägst, ob Auswandern zu dir passt. Mit Checkliste, wichtigen Wörtern und echten Situationen von Job bis Bank. Und ja, wir schauen konkret auf Entscheidungen im Alltag, Wohnung finden, Konto eröffnen, Kultur verstehen. Du bekommst Sätze, die du sofort benutzen kannst, und wir sprechen ehrlich über Risiken und Chancen, nicht nur schöne Postkartenbilder. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Kleiner Hinweis. Die komplette Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, lass uns direkt reingehen. Julia, woran erkenne ich, ob mein Wunsch zu gehen eher Flucht ist oder echt ein Plan? Ich frag immer zuerst, was zieht dich an und was drückt dich weg? Also Pull und Push. Pull ist zum Beispiel bessere Jobperspektive, mehr Sprache. Push ist Frust, Politik, Stau, Miete. Wenn fast alles Push ist, würd ich's doppelt prüfen. Total. Und das Politische ist heikel, oder? Manche sagen ja, Deutschland steuert auf düstere Zeiten zu, gerade mit der AfD, und das macht echt Angst. Andere meinen, das gehört zur Demokratie und man sollte bleiben und gestalten. Beides verstehe ich, aber wegziehen nur aus Wut ist oft ein schlechter Ratgeber. Ja, denn ein anderes Land löst nicht automatisch innere Themen. Gleichzeitig, klar, Sicherheit und Werte sind wichtig. Ich würde nüchtern rechnen, Alltag, Einkommen, Netzwerke. Und dann emotional checken, will ich dort wirklich leben, auch an grauen Montagen im November? Lass uns praktisch werden. Ein großer Stolperstein ist Banking. Da haben so viele falsche Annahmen. Eine Story. Jemand loggte sich aus dem Ausland in die US-Bank ein, zack, Konto gesperrt, Filiale verlangt persönliches Erscheinen. Wochenlang kein Geldzugriff. Das wünscht man keinem. Ja, deshalb, ein Bankaccount-Plan vor dem Umzug ist Gold wert. Also 2 Konten behalten, 1 im Herkunftsland, 1 im Zielland und vorher Limits, TAN-Verfahren und Gebühren klären. Viele denken, das geht dann einfach online. Tut's leider oft nicht. Können wir dazu kurz Rollen spielen? Du bist Bank in Portugal, ich bin Neuankömmling. Ich ruf an und frag ganz basic, okay? Klar, leg los. Guten Tag, ich ziehe gerade nach Portugal und brauche ein Konto. Welche Unterlagen brauche ich genau und welche Gebühren fallen monatlich an? Guten Tag. Für ein Basiskonto brauchen Sie Ihren Pass, die NIF, das ist die portugiesische Steuernummer, und eine Adressbestätigung. Die Kontoführung kostet meist so um die 5 bis 8 Euro im Monat. Möchten Sie eine Debitkarte dazu? Ja bitte, und noch eine Frage. Kann es passieren, dass mein deutsches Online-Banking gesperrt wird, wenn ich mich aus Portugal einlogge? Das kann vorkommen. Bitte informieren Sie Ihre deutsche Bank vorab über den Umzug und aktivieren Sie eine appbasierte 2-Faktor-Anmeldung. Und heben Sie für die erste Zeit etwas Bargeld ab, falls es Verzögerungen gibt. Danke, das hilft sehr. Genau so ein Gespräch kann echt Stress sparen. Und ja, NIF erklären. Das ist die Steuernummer, ohne die geht oft gar nichts, vom Stromvertrag bis zum Handyvertrag. Apropos Verträge, viele glauben, Jobangebot gleich Easy Start. Aber Kultur und Regeln sind tricky. Zum Beispiel, Firmengründung oder Selbstständigkeit im Ausland klingt romantisch, aber die Steuerdetails killen dich, wenn du sie nicht kennst. Holt euch Beratung, bevor ihr unterschreibt. Und bei Familienumzug wird's noch komplexer. Schulplätze, Kita, Visum für Partner, Anerkennung von Abschlüssen. Ich hab Paare gesehen, da hatte nur eine Person den Job, die andere saß monatelang ohne Arbeit da.
Das zehrt an Nerven und Beziehung. Ja, und noch so ein heißes Eisen, der angebliche Fachkräftemangel. Manche sagen, der ist real, andere meinen, Firmen nutzen das nur als Ausrede für niedrige Löhne. Für dich wichtig ist, prüfe konkret deine Branche und Verträge, statt nur auf Slogans zu hören. Genau. Zahlen und Bedingungen auf den Tisch. Probezeit, Gehalt nach Steuern, Krankenversicherung, Rentenansprüche. Und bitte nicht vergessen: Umzugskosten, Kautionen, doppelte Miete, Gebühren für Überweisungen. Das läppert sich schnell. Kurzer Check zwischendurch. Weißt du noch, was NIF bedeutet? Also die Abkürzung, die wir eben hatten. Richtig, Steuern mal in Portugal. Ohne die klappt vieles nicht. Und Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt zu wenig qualifizierte Leute für bestimmte Jobs, zumindest wird das so behauptet. Sehr gut. Sprechen wir über Sprache, denn Missverständnisse passieren. Eine Person ging in Portugal in die Apotheke und fragte nach Bandeids, also dem Markennamen. Große Verwirrung, dann Lachen. Passiert. Lösung. Umschreiben lernen statt nur das eine Wort. Genau, machen wir ein Mini-Rollenspiel. Du brauchst Pflaster, kennst das Wort nicht. Wie fragst du? Entschuldigung, ich suche etwas für kleine Wunden, so zum Abdecken, wasserfest wäre gut. Haben Sie so etwas? Perfekt. Das Prinzip: umschreiben, zeigen, ruhig bleiben. Und im Zweifel sagen: Ich kenne das Wort nicht, können Sie mir helfen? Das öffnet Türen, ernsthaft. Wohnen ist die nächste Baustelle. Ein Tipp, den ich wirklich überraschend fand: Nutzt am Anfang flexible Unterkünfte, die sich monatlich kündigen lassen, statt direkt Jahresmietvertrag. Viele digitale Nomadenplattformen haben genau solche Optionen. Mehr Puffer, weniger Stress. Ja, und nicht nur wegen Flexibilität. Die erste Adresse ist oft falsch, weil du die Stadt noch nicht kennst. Erstmal ankommen, gegentesten, Netzwerke aufbauen. Dann unterschreiben. Klingt langweilig, spart dir aber teure Umzüge und Kautionen. Emotionale Seite, kurz und ehrlich. Ich kenne jemanden, der bekam eine Mega-PhD-Zusage in Kalifornien, Caltech, richtig groß. Und gleichzeitig tobte zu Hause ein Familiendrama, sogar körperliche Konflikte. Der Mensch stand zwischen Traum und Chaos. Das zeigt, wie wichtig innere Stabilität ist. Ja, solche Brüche nimmt man mit. Auswandern verstärkt oft, was schon da ist: Stress, Unsicherheiten, aber auch Neugier und Mut. Darum, Supportsystem bauen, also Freunde, Mentorinnen, vielleicht Therapie oder Coaching. Du brauchst Halt, wenn die Bürokratie nervt und die Sprache wehtut. Zurück zu knallharten Fakten. Versicherungen. Was deckt deine deutsche Haftpflicht noch ab? Und wie lange? Auslandskrankenversicherung für die Übergangszeit? Und Renten. Wo zahlst du ein, was lässt sich übertragen? Das sind keine romantischen Fragen, aber sie retten dich später. Und Steuern, uff. Doppelbesteuerungsabkommen checken, Fristen für Wegzug, Exit-Tax, Meldepflichten. Wer selbstständig ist, sollte den Unterschied zwischen Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt kennen. Ein Erstgespräch mit einer Steuerberatung im Zielland ist fast immer gut investiertes Geld. Noch ein realistischer Fehler. Viele kündigen zu früh alles hier, Konto, Handy, Strom, und stehen dann im Ausland ohne Nachweise da. Besser schrittweise. Erst ein Konto dort, erst eine Adresse dort, dann langsam hier abbauen. Übergang statt Abriss. Stichwort Konto nochmal, weil's so weh tun kann: Informiere deine Bank über Reise- und Umzugsdaten. Halte eine Notreserve in bar für 2 bis 3 Wochen.
Und teste vorher eine kleine Auslandsüberweisung, um versteckte Gebühren zu sehen. Klein anfangen, groß sparen. Beim Jobwechsel ins Ausland, frag aktiv nach Relocation Support. Viele Firmen zahlen Flug, temporäre Unterkunft und helfen bei Papieren. Frag so: Gibt es Unterstützung bei Visum, Wohnungssuche und Kinderbetreuung? Wer nicht fragt, bekommt oft nichts. Und wenn du schon im Gespräch bist, noch ein Satz, der hilft: Können wir das schriftlich festhalten? Mündliche Zusagen sind nett, aber Papier zählt. Vor allem bei Probezeit, Homeoffice-Regeln und Gehaltsumwandlungen. Was ist mit Community? Ohne Menschen vor Ort wird's hart. Such DR-Gruppen, Sprackstammtisch, Sportverein. Ein Freund von mir hat seine ersten Jobs im Ausland nicht über Portale, sondern beim Klettern kennengelernt. Beziehung schlägt Algorithmus, immer noch. Ja, und bitte realistisch bleiben mit Erwartungen. Ein neues Land ist nicht automatisch gerechter, günstiger oder entspannter. Es ist anders. Vergleiche sind okay, aber mach sie fair: gleiche Branche, gleiche Stadtgröße, gleiche Lebensphase. Noch eine kleine Szene zum Üben? Du willst beim HR klar ziehen, was du brauchst. Ich bin HR, du bist Bewerberin, ja? Alles klar. Guten Tag, mir ist wichtig, die ersten 3 Monate gut anzukommen. Gibt es Unterstützung bei Anmeldung, Sprachkurs und temporärer Wohnung? Und könnten wir flexible Arbeitszeiten abstimmen, bis die Kinderbetreuung läuft? Das klingt konkret und professionell. Genauso kriegt man Klarheit, bevor es brennt. Und wenn sie Nein sagen, weißt du immerhin, woran du bist. Also, soll man auswandern? Mein Fazit: Wenn Pull überwiegt, Plan steht, Geldpuffer da ist und du mental bereit bist, go for it. Wenn's vor allem Wut ist und kein Fundament, dann erst sortieren, dann entscheiden. Mein Fazit ist ähnlich, plus ein Tipp: Testlauf. Geh für 3 Monate, arbeite remote, fühle den Alltag. Wenn du montags um 8 im Regen rausgehst und trotzdem liebst, dann passt es wahrscheinlich. Jetzt seid ihr dran. Welche eine Sache hat euch im Ausland total überrascht? Bank, Wohnung, Sprache oder was ganz anderes? Und was hättet ihr gerne vorher gewusst? Schreibt uns eure beste Lektion aus der Praxis. Und wie versprochen der freundliche Hinweis von vorhin. Die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen gibt's gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Schau da mal rein, wenn du das hier vertiefen willst. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.